Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Let's celebrate quality. Diese Woche ist die World Quality Week und wir feiern mit dem Podcast. Darum gibt es diese Woche jeden Tag eine neue Folge, damit du mehr Inspiration, mehr Motivation und ein paar neue Impulse hast, um Qualität zu leben und zu feiern. Viel Spaß dabei. Heute mit einer Folge von der OOP 2023 in München. Mein heutiger Gast hat eine ganz besondere Geschichte. Katrin Brackmann hat nämlich gar nichts mit Software-Testen zu tun, auch nichts mit Software entwickeln oder mit Software Engineering oder Requirements Engineering oder IT-Teams. Doch eine gewisse Verbindung gibt es schon. Sie ist nämlich mit jemandem zusammen, der in diesem Bereich sehr wohl tätig ist. Und das ist vielleicht auch mal ein spannender Blick von außen. Wie sieht jemand, der so gar nichts damit zu tun hat, das Thema Software-Testen, Qualität, die Skills, die man benötigt, die Community und die Methoden dazu? Ich sage normalerweise immer: Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Das sagst du immer, egal wer kommt. Das sage ich immer, genau. Ja, hallo Richie. Ja, schön, dass du es auch hier in den Podcast geschafft hast. Mhm. Du bist ja jetzt nicht so die Software-Testerin. Nee, nicht so. Also nicht so. Ja, und also du bist ja Künstlerin und jetzt sind wir ein bisschen weiter weg von der IT, aber du kennst ja Software-Testen aus zweiter Hand sozusagen. Ja, aus der Beobachtung ein bisschen, ne? Ja. Genau, heute habe ich auch ein paar von deinen Interviews gehört. Aus der Beobachtung kenne ich es heute auch. Ja. Mhm. Ja, und was meinst du denn, ist denn Software-Testing? Ja, gute Frage. Also einerseits könnte ich jetzt natürlich das sagen, was ich seit ich dich begleite, an deiner Seite unterwegs bin, was ich eben auch weiß über Software-Testing. Heute hatte ich noch mal wieder ein paar andere Gedanken dazu, weil ich auch wusste, dass wir hier diesen Take machen wollen. Ja, wenn mich meine Bekannten oder Freunde fragen, was denn mein Partner beruflich macht und ich sage Software-Testing, dann muss ich das ja auch oft erklären, was der denn da macht. Weil die haben eher so natürlich das Bild von Programmierern oder Softwareentwicklern oder so. Ich meine, wahrscheinlich weiß man da auch als Laie nicht wirklich, was sie tun. Denkt dann als nächstes an Nerds oder so. Ja, und da fängt es eigentlich dann an, wenn man die Frage beantwortet, was ist es, überhaupt erstmal den Fokus darauf zu richten, dass es ja nicht so ist, Software wird entwickelt und dann gibt es die und dann läuft die, sondern dass da auch eben Teams und einzelne Spezialisten und so sitzen müssen, die das testen, ob das läuft. Und ich glaube, dass Otto Normal und eben Menschen, die das nicht tun, für die ist das so ein total blinder Fleck, dass da ein Expertentum unterwegs ist, die sich damit beschäftigen, was ich gerade gesagt habe, zu testen, ob es läuft, aber eben auch Fehler zu finden und dass das eben auch eine Riesen-Expertise erfordert, die richtigen Fragen zu stellen und eben die richtigen Tests zu schreiben. Mhm. Da sagst du ja schon was Schönes, was jetzt auch ein bisschen in Richtung der Skills geht. Ne? Was macht denn einen guten Tester in deinen Augen aus? Ja, danke, dass du das so fragst, weil ich hatte ja eben gesagt, dass ich einmal so dieses Bild hatte, was Software-Testing, was ich schon vorher hatte und dass ich heute nochmal so eine zusätzliche Idee, also heute ist mir noch was klar geworden, das war mir selber jetzt auch nicht so bewusst, obwohl wir jetzt auch schon ein paar Jährchen zusammen sind. In dem letzten Interview, wen hattest du da? Ich weiß das gerade nicht. Jetzt waren Max wie die und hießen. Melanie. Genau, ja. Und der Max ist ja auch ein Coach. Und ich bin ja auch nicht nur Künstlerin, sondern habe auch Coach-Hintergrund, bin auch Coachin und habe so gedacht, Mensch, was der Max da gerade erklärt über Software-Testing eigentlich, oder ich kann jetzt gerade vielleicht mich nicht korrekt ausdrücken, was genau sein Gebiet war, aber ich habe so gedacht, Mensch, der erklärt ja gerade, dass er so vorgeht wie im Coaching-Rahmenmodell, nämlich dass erstmal geklärt werden muss, dass das von A nach B. Und auch erstmal klären am Anfang zum Aufschlag, was ist denn überhaupt das Problem? Also das würde ich jetzt übersetzen mit, was wollen wir testen? Oder vielleicht gibt es auch schon ein konkretes Problem, dass es sowas wie einen Kunden oder jemanden gibt, der sagt, so hier die Software
funktioniert nicht, macht das und das. Ne? Und dann wäre jetzt im Coaching so, Klient kommt ins Coaching und laberababa erzählt er irgendwas und dann ist ein ganz großer Abschnitt im Coaching erstmal die Auftragsklärung. Und ich sage jetzt mal so, ich glaube, ich habe heute gelernt, vielleicht ist es auch falsch, aber dann kannst du mich korrigieren, dass es bei euch eben auch so ist, dass erstmal geklärt werden muss, was ist denn überhaupt der Auftrag? Und dann eben auch, was soll denn dabei dann rauskommen vielleicht und da eben auch die Kriterien klären. Also das ist total spannend, weil das ist etwas, was ja sehr häufig in der Softwareentwicklung nicht gemacht wird, weil da wird dann herumgetestet und Sachen geprüft und Anforderungen geprüft, aber warum man das eigentlich da macht, ist total unklar. Und gerade heute, und das war ja auch vorher ein bisschen das Gespräch Richtung, wie schnell soll denn so eine Software sein oder wie schön soll die sein? Ne? Da ist oft nicht klar, was eigentlich damit erreicht werden soll. Was hat denn der Kunde dann im Endeffekt davon? Ne? Ja, da war eben auch so eine Stelle, ich tue mich unheimlich schwer, mich korrekt jetzt auszudrücken, aber es kam mir so vor, was Herr Max eben gesagt hatte, wie dann wird losgerannt und irgendwas getestet oder so und in einem leider zu späten Zeitpunkt stellt man fest, im Coaching nennen wir das Landkartenwechsel, dass du auf einmal die Ebene gewechselt hast. Also im Coaching wäre jetzt so, meinetwegen Klient kommt und hat Übergewicht und will abnehmen, dann wäre das im Prinzip der Problempunkt. Dann klärst du natürlich smart, was heißt es jetzt genau, wie viel willst du abnehmen und bis wann und hin und her und woran würdest du es merken und so weiter und so fort. Und wenn dann aber am Ende des Coachingsprozesses auf einmal darauf hingearbeitet wird, dass nicht der Kunde jetzt sein Traumgewicht erreicht hat oder seine Traumfigur oder so, sondern einfach auf der Ebene Werte, Glaubenssätze oder Selbstbild sagt, ich kann mich jetzt so lieben, wie ich bin, dann klingt das jetzt vielleicht auch nett, aber eigentlich ist dann der Coaching-Auftrag, so wie er definiert worden ist, verfehlt. Dann hat man einen Landkartenwechsel gemacht, ne, und hat eigentlich das Problem auf einer anderen Ebene in Anführungsstrichen gelöst. Aber es ist dann sehr wahrscheinlich, dass das Problem doch wieder auftaucht, weil man nicht den Auftrag erfüllt hat. Ne? Das kommt jetzt darauf an, wie sauber die Auftragsklärung war und ich meine, stimmt das? Ich meine, ich hätte eben sowas rausgehört, dass er sagte, das ist doof, wo er diese Stelle was sagt, das ist blöd, wenn das erst spät im Projekt dann auffällt, dass wir... Genau, ne? Also das ist natürlich schon viel, weil diese ganze Qualitätsprüfung, ne, die hat ja das Ziel, irgendwelche Dinge nachzuweisen. Ne? Und die müssen halt schon früh klar sein, wenn man einfach später nur so vor sich hin testet oder sowas und findet dann Probleme in den Bereichen, dann wird das auch alles sehr teuer. Ne? Ja. Da muss man das Ganze noch einmal aufmachen, noch mal Dinge neu entwickeln oder was auch immer neu konzipieren. Und das ist natürlich eine teure Geschichte, die man sich sparen möchte. Ja, also jedenfalls ich fand das eben interessant, dass ich auf einmal so feststellt, da sind echt ein paar Parallelen zum Coaching-Rahmenmodell. Ne? Natürlich, der Inhalt ist dann anderer, ganz andere Tools und natürlich sind wir da auch in einer anderen Welt unterwegs. Ja. Und was glaubst du denn, was braucht denn ein Tester noch heutzutage so? Ein Tester? Ein Tester. Was der braucht für Skills? Oder? Genau, was braucht der für Skills? Ja, ich bin ja mit einem zusammen, wobei du bist ja jetzt eher im Beratenden und Experte, bist ja jetzt nicht mehr so da im Operativen wirklich unterwegs, aber dadurch, dass ich ja generell in das Thema eingeweiht bin, gibt es das schon oft, dass ich so denke, ja, ich bin im Tester zusammen, ne? Weil ich glaube, ein Tester, was braucht der? Also der checkt sehr schnell Algorithmen und Systeme, checkt sehr schnell die Architektur, wie funktioniert das hier. Also auch wenn das Feld teilweise unbekannt ist. Also was weiß ich, das ist jetzt wahrscheinlich für dich total lächerlich, aber wenn wir in einen riesengroßen internationalen Flughafen kommen, wo du noch nie gewesen bist, dann, also für mich ist das dann so, wir kommen rein und du bist dann schon auf dem Weg dahin, wo man muss, während ich noch suche, wo ist die Tafel, was lesen und weiß ich nicht. Und du hast du hast die Gabe, Relevanz zu erkennen direkt. Und also Flughafen, weiß ich nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, vielleicht können das auch
andere, keine Ahnung, also ich nicht so gut, aber ja, vom Prinzip eben. Und ich glaube ja, Tester kommen in den Raum und je nachdem, worum es geht, erkennen die eben, was ist relevant und worauf wird jetzt fokussiert. Ja, und wenn ich jetzt so an die letzten Jahre, unsere Gespräche und unseren Austausch und so denken, dann habe ich auch mitgenommen, dass du eben auch durch deine Erfahrung und Expertise sehr klassische Fallen kennst und die aber auch übertragen kannst, wieder auf andere Kontexte und so und dadurch die richtigen Fragen dann verstellst. Also hast du da ein Beispiel? Ich meinte jetzt tatsächlich so auch vom Testing her, ne? Also da habe ich natürlich, das kann ich nicht erklären, da habe ich kein Beispiel, das kriege ich immer einfach nur mit. Du meinst jetzt ein Alltagsbeispiel? Ja. Ja, ich meine, wo ich es natürlich auch merke, ist, wir beide haben ein Abi und wir beide sind irgendwann mal vor 1000 Jahren zur Schule gegangen und hatten Mathe. Ne? Und ich war nicht schlecht und du warst, weiß ich nicht, was wahrscheinlich sehr gut oder? Nee, aber okay. So, okay, dann waren wir beide okay in Mathe. Ne? Und jetzt ist das ja lange her. Und wir können uns da jetzt, wenn du jetzt ein Mathebuch aufmachst und sollst ja jetzt in dem Thema da irgendwas erklären, wäre schwierig, ne? Erstmal so. Ja. Aber du bist eigentlich sofort wieder im Thema. Und zwar nicht aus Erinnerung, habe ich das Gefühl. Also Erinnerung ist, glaube ich, bei uns beiden echt tief, tief vergraben. Aber du überfliegst einmal 1, 2, 3 Seiten und dann erklärst du meiner Tochter das. Ne? Also das Thema hätte ich jetzt gerade noch sagen sollen. Ne? Meine Tochter braucht manchmal meine Kleinere, da haben wir im letzten Schuljahr ein bisschen hier und da mal Unterstützung geleistet und das ist für mich immer ganz schön herausfordernd, weil ich mich dann wirklich erstmal selber total da einarbeiten muss und wäre immer ganz neidisch. Also du kannst, weiß nicht, 3 Minuten, dann bist du im Thema und ja, ich glaube, keine Ahnung. Das ist schon, also was zwei Sachen, glaube ich, die du gesagt hast, dass das auf jeden Fall so, dass man als Tester auf jeden Fall einen guten Skill hat, wenn man die Algorithmen erkennt oder Muster erkennt und auch die Relevanz erkennt. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist jetzt ja nicht nur auf die mathematischen Dinge, sondern auch generell, wenn man eine Software sieht, ne, dass man sieht, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, könnte das so gemeint sein oder braucht oder nicht, ne? Und wie ist der Ablauf dadurch? Ja. Also so diese. Ich meine, du kannst das auch im Gespräch, nur du bist ein sehr höflicher Zuhörer und unterbrichst die Menschen nicht. Das merkt man ja auch beim Podcast. Aber eigentlich wärst du auch, manchmal tust du das bei uns privat, aber nur wenn es eilt oder so. Ansonsten bist du zu höflich dafür, aber du kannst auch im Gespräch sehr genau sofort steuern, was ist jetzt überhaupt relevant hier. Das tut nichts zur Sache etc. Ne? Also ja, wenn du nicht so einen Wiener Charme hättest, würdest du vielleicht dominanter ausschlagen in manchen Gesprächen und sagen, jetzt komm mal zur Sache oder hier oder dies, das ist unnötige Information. Also ich glaube, so diese Gabe oder es ist wahrscheinlich wie mit allem, Talent ist das eine, aber wir wissen ja von Spitzenleistungen, dass Talent eigentlich nur das Sahnehäubchen ist und der Rest ist, je nachdem in welchem Feld wir sind, beim Sport ist es Training und Disziplin und ich denke in deiner Domäne hier ist es einfach auch unendlich viel Praxis und Erfahrung und viel getestet haben selber und was natürlich jetzt auch noch zum Tragen kommt, dass du hier durch den Podcast noch interdisziplinär dir noch weitere Storys hier auf den Präsentierteller reinholst, ne? Natürlich, das ist, ja. Ich habe ja auch selber schon sehr viel gelernt hier. Genau, auch. Das wollte ich dich nämlich umgekehrt auch mal fragen und da ist wahrscheinlich die Antwort jetzt schon fast ein bisschen vorweggenommen, ne? Was motiviert dich denn eigentlich hier den Podcast zu machen, weil das kriege ich ja auch mit, das ist schon auch echt ein Herzensprojekt, denn es ist viel Aufwand, weil du das auch sehr genau nimmst hier mit der Technik und dass das alles professionell läuft. Ne? Und ja, das muss man schon wollen. Und ja, was motiviert dich? Ja, es sind, glaube ich, 2 Dinge. Ne? Das eine ist, dass dieses Lernen von anderen, ne? Also ich habe mir ja schon viele Themen in den Podcast geholt, wo ich selber, die kenne ich so am Rande,
ne, die habe ich mal gehört, so, also zum Beispiel Contract-Based Testing, ne, habe ich selber noch nie angewandt, aber da möchte ich mehr erfahren dazu. Jetzt könnt ihr natürlich ein Buch lesen dazu, das ist eine Wahrheit, oder irgendwelche YouTube-Videos schon, aber warum nicht in einem Gespräch das rausfinden? Ne? Und dann kann ich genau auch die Fragen stellen, die mich interessieren, und das ist natürlich auch dann ganz praktisch für den Podcast, weil wir da guten Content dann auch haben für alle. Und ich selber was auch gelernt habe dabei. Und das andere ist, das quasi, was ich jetzt auch damit schon gesagt habe, ne, dann das auch zur Verfügung zu stellen. Ne? Also das sind ja hier Informationshäppchen, 20 bis 30, manchmal 40 Minuten über ein Thema. Das kann man in der Früh hören, wenn man zur Arbeit fährt, wenn man beim Joggen ist oder Mittagspause gerade Siesta macht und sich ein bisschen berieseln lässt. Und vielleicht eine Inspiration mitzunehmen ins eigene Projekt, weil das Thema Testen und Qualität mache ich jetzt seit 25 Jahren, und das ist einfach ein total wichtiges und bleibt wichtig und wird noch immer wichtiger. Und da müssen halt viele auch einfach die Themen auch weitertreiben und voranbringen. Und ich hoffe, mit diesen Informationshäppchen da auch den Beitrag zu bringen. Ja, und du hast jetzt ja gerade das Wort Inspiration gesagt, ne? Das hat mich nämlich auch erstaunt. Ich habe ja nicht nur heute mal die eine oder andere Folge gehört, sondern auch natürlich war das aufregend, als du gelauncht bist, habe ich auch die ersten Folgen und immer mal wieder reingehört. Und ich, auch wenn, ne, wie jetzt zum Eingang unseres Interviews hier erkennbar war, auch wenn ich vielleicht mehr Einblick habe in die Materie als jetzt absoluter Durchschnittsbürger, aber trotzdem sind es für mich schon eher böhmische Dörfer. Und trotzdem finde ich den Podcast sehr oft sehr interessant, kann ich mir gut anhören, weil ich finde, das ist eine tolle Mischung aus Expertise und mal so ein Guckkasten, mal so in so ein, also aus meiner Perspektive jetzt, in so ein ganz fremdes Feld reingucken, aber es ist auf so einer menschlichen Ebene, da sind so viele Aspekte von Menschlichkeit und Arbeitsalltag drin, die gar nicht so eine feldspezifische Kompetenz haben, sondern natürlich, das kommt auch vor, ne, aber dazwischen so, diese Zwischentöne, das finde ich, finde ich sehr interessant, und da habe ich gar nicht mit gerechnet vorher, dass das so, dass sich das so gestaltet, ne? Und das habe ich eben auch beim Zuhören, ich habe nämlich noch eine Frage an dich, da habe ich gestaunt, du machst das ja mit so einer Leichtigkeit, und trotzdem sind die Fragen, also ich könnte jetzt diese Interviews nicht führen. Ich könnte natürlich auch Interviews führen und könnte fragen, wie macht ihr das und la. Aber das Feintuning entsteht ja dadurch, dass du verstehst, was der Antwortende, also du verstehst wirklich, was der Antwortende erzählt, weil du es aus eigener Praxis direkt oder indirekt kennst, und kannst dann eben eine schlaue Frage, eine Frage, die tiefer reinführt und wo auch der andere weiß, aha, okay, wir sind on the same page. Ja. Ne? Und ja, meine Frage jetzt ist, bereitest du dich auf deine Gäste vor? Bereitest du dir Fragen vor oder machst du es spontan? Also das ist auch, was ich meinen Gästen auch immer im Vorgespräch sage. Ich habe keinen Fragenkatalog, weil warum ich auch beim Podcast zum Beispiel, man hört das ja am Anfang, dieses Intro, das nehme ich immer im Nachhinein auf, weil ich erst dann weiß, worüber wir gesprochen haben. Und manchmal driftet das Gespräch einfach in eine Richtung, die vorher nicht abgesprochen war oder so. Es gibt ein Thema, einen Aufschlag, ich sage, schön, dass du da bist, du machst ja das Thema Architektur, was heißt denn das für dich? Ne? So fängt irgendwo die Folge meistens an, und dann geht das so durch, und ich frage einfach die Dinge, die mir interessant erscheinen, wo ich mehr wissen möchte oder wo ich auch schon ein bisschen meine Nebenspur mitlaufen habe, wo ich mir denke, ach, das wäre noch eine spannende Frage, einfach für die Community, für die Zuhörer, da einfach auch nochmal, einfach noch ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen, was man halt in der Zeit auch mitschaffen kann. Und ich hatte schon das eine oder andere Gespräch, da hatten wir uns ein Thema überlegt und dann waren wir ganz woanders, und das war ein super Gespräch. Ne? Das passiert immer wieder, und das finde ich auch genau richtig so. Ja, weil das ist ja, ne, Namjoon Paik, if too perfect, lieber Gott böse. Genau, ja, so ist es. Ne? Und ich kenne das selber auch aus anderen Podcasts, wo ich zu Gast war. Ne? Wenn es einen strengen Fragenkatalog gibt, dann arbeitet man den so ab. Ne? Dann sagt man, ja, nein, weiß ich gerade nicht, ist nach 7 Minuten mit dem Podcast durch, und dann weiß man nicht mehr, was man reden soll. Und deswegen versuche ich die Folgen ja eher auch immer so ein lockeres Gespräch zu führen, einfach zu schauen, wo treibt es uns dahin und worüber können wir noch sprechen. Und manchmal dauert es 20 Minuten, manchmal 18 und manchmal 35. Ja, also das kommt auch so rüber, dieses Lockere und diese Erlaubnis, dass
dass das passieren darf, was halt jetzt dran ist, ne? Dass darüber geredet wird. Ja, und ich hatte auch so gerade beim Zuhören der letzten 2 Interviews, hatte ich noch so den Gedanken, es ist ja eigentlich Wahnsinn, dass es das noch nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, welche Plattformen des Austauschs und so weiter es gibt, aber auf eine Art ist das ja hier auch ein bisschen so ein Open-Source-Kanal, ne? Weil es wird ja auch ein bisschen was ausgepackt, ne? Aus der Unternehmenspraxis und so. Und ich finde es gerade super wertvoll. Also ich habe also richtig gedacht, ich bin richtig stolz auf meinen Mann, dass der so einen Mehrwert reinbringt, weil das ist ja das, was wir, finde ich, gesellschaftlich gerade brauchen, so ein Lernen voneinander. Ne? Und wenn alle auf ihren Eiern sitzen und sagen, nee, meins, ich sag nichts, ne? So funktioniert das ja nicht. Ne? Wir stehen gerade vor großen Herausforderungen, oder stand die Menschheit vielleicht schon immer oder hat es immer geglaubt, aber jetzt gerade KI und alles Mögliche. Und da kommen wir einfach weiter, wenn wir uns austauschen und vernetzen und wenn hier Experten mal so aufmachen. Ja, Ne? Und also das ist auch was ich total schätze hier, dass hier wirklich die Personen, die hier ins Interview kommen, ne, dass die einfach ganz offen auch über ihre Themen sprechen, über die Herausforderungen, die sie haben, über die Probleme, die es dabei auch gibt, über Lösungsideen, die sie haben und die sie vielleicht umgesetzt haben, die mal funktioniert haben oder nicht, aber wirklich auch da offen und ehrlich sind und dass hier keine Verkaufsveranstaltung ist oder sonst irgendwas. Und es gibt ja viele andere Podcasts auch in dem Bereich, auch im englischsprachigen und im deutschsprachigen Bereich, die alle auch ihren Wert haben und da ihren Beitrag bringen. Und ich glaube, ich habe von der Regelmäßigkeit eine recht enge Taktung. Das ist auch quasi, braucht auch Kraft, aber das bringt natürlich da noch mehr Schwung rein. Und das Feedback ist sehr gut, was ich bis jetzt bekommen habe in den letzten Wochen dazu. Und ich freue mich, wenn ich da noch mehr Infos weiter rausgeben kann. Und das Backlog ist voll. Also es werden noch viele spannende Folgen kommen zu verschiedensten Themen. Und das macht doch großen Spaß. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil wir waren ja auch beim Thema Testen. Und zum Testen gehört ja auch immer Fehler finden. Was ist dann so dein Bild zu Fehlern? ja, mein Bild zu Fehlern hat sich, also ich könnte jetzt auch die Lehrbuchantworten geben, ne? Fehler sind Helfer, aber so ist es ja auch. Ne? Also wir alle haben am meisten in unserem Leben dadurch gelernt, dass wir Fehler machen. Ne? Du lernst das Laufen dadurch, dass du hinfällst, das wäre ja so gesehen ein Fehler. Und für dich als Kind ist das ja selbstverständlich. Also da denkt ein Kind normalerweise in dem Alter, wo es laufen lernt, ja noch gar nicht drüber nach. Oh Mist, ich bin hingefallen, sondern es steht halt wieder auf, immer wieder, bis es klappt. Ne? Und so über den Erwachsenwerdprozess in unserer und zusätzlich parallel in unserer Gesellschaft ist ja teilweise so ein bisschen so geworden, dass das dann Makel sind, dass Fehler nicht passieren dürfen oder so weiter. Ne? Aber ganz ehrlich, jeder Mensch in seinem Leben, also die Sachen, die schiefgelaufen sind, die echt kacke waren, dann lernt man. Ne? Auf die Herdplatte fasst du nur ein einziges Mal. Und ich denke mal, ich überlege gerade, du willst es ja jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Kontext wieder heben, ne? Mit Software-Testing. Also mit Fehlern sich auseinanderzusetzen, verbessert ja am Ende dann massiv die Qualität. Und ich denke mal, es ist auch wichtig, da Energie reinzugeben und nicht vielleicht Workarounds zu machen oder eine Software. Also ich rede jetzt mal mit meinem Laienwissen aus meinem alten Leben als Kommunikationsdesignerin, die ganz viel, und bin ich ja auch immer noch, habe hier die Roll-Ups gemacht und so, aber habe eben ganz viel mit Agenturen gearbeitet und Photoshop war meine zweite Welt. Und die Software ist mit der Zeit immer dicker geworden und der Rechner immer langsamer und so. Und man munkelte, dass es halt daran liegt, dass sie das nicht sauber durchprogrammieren, sondern eigentlich immer nur was drüber machen. Und dass die Software immer dicker und immer schwerer wird. Das war vielleicht mein erster Kontakt mit sowas wie Software-Testing, also auf eine unbewusste Weise. Ich wusste ja gar nicht, was das eigentlich heißt oder wie oder was. Ich habe immer nur gedacht, ja, die Update-Version von Photoshop wird immer dicker und ich muss dann bald einen neuen Mac kaufen, weil der dann nicht mehr mit funktioniert. Das irgendwie fühlte man sich dann auch so leicht
leicht gemolken, ne? Weil du wusstest, wenn du da mit der Zeit gehst, dann brauchst du irgendwann ein neues Gerät und so. Ne? Und jetzt zurück zu Fehlern und Software-Testing. Also in meiner Welt, ich kann mich ja korrigieren, wenn das jetzt zu laienhaft ist, würde das ja bedeuten, jetzt am Beispiel Photoshop, dass man nicht hingeht und sagt, ja, die Version hat jetzt ein paar Fehler oder wir müssen was an Funktionsumfang verbessern oder so. Und dann patcht man das da einfach drauf. Und deswegen wird es halt immer voluminöser und langsamer und träger. Ne? Und dann gibt es ja wiederum, dann gab es ja irgendwann in dieser ganzen Ära auf einmal neue Grafikprogramme, ne? Jetzt hier Affinity und sowas, ne? Die auf einmal total schlank waren und dann wieder total flott liefen und agil und so mit denen eine spielerische Leichtigkeit. Ich will jetzt aber auch kein Photoshop-Bashing machen, das ist jetzt bestimmt auch wieder total gut oder so. Da bin ich viel zu sehr Laie für, ne? Aber ich glaube, um jetzt nochmal auf den Punkt wieder zurückzukommen, ich glaube, es ist ein großer Hebel da drin, sich auch mit Fehlern auseinanderzusetzen und daran zu wachsen einfach. Ne? Auch da wirklich hinzugucken, zu gucken, was läuft denn hier schief und das auch zu verstehen. Und nicht irgendwie zu sagen, nee, da haben wir jetzt keine Zeit für oder ne, so. Und ja. Ja, ich glaube, da stecken sogar zwei Sachen drinnen. Ne? Das eine ist, was du sagst, ist auch dieser Funktionsumfang, der immer mehr wird. Ne? Wir haben ja in den Projekten immer diesen Trade-off zwischen, wir müssen was Neues schaffen und wir müssen das Alte gut und gepflegt halten. Ne? Also das Nest sauber halten, die Software wartbar halten, aber gleichzeitig auch der Markt will halt und die Kunden wollen halt neue Funktionen, neue Features und sowas. Also dazwischen eine Balance zu schaffen, ist, glaube ich, die eine große Aufgabe, weil sonst entsteht genau das, wenn ich das eine, die Wartbarkeit vernachlässige, na, dann habe ich irgendwann am Schluss so einen Moloch, der einfach nicht mehr gut funktioniert und das haben wir ja in ganz vielen Unternehmen heute. Eigentlich auch in der Politik. We don't go there, no. Das schneidest du raus. Und das andere ist natürlich, aus den Fehlern zu lernen. Und ich glaube, da kann man schon noch einen deutlichen Schritt auch weitergehen. Und das sind ja auch wieder zwei Paar Schuhe. Das eine sind quasi die Produktfehler, also die wirklichen Fehler in der Software dann sind, wo man sagen kann, okay, da müssen wir einfach nochmal was nachbessern, da müssen wir vielleicht unsere Tests verbessern, damit wir das früher auf diese Dinge auch draufkommen. Und das andere ist, und da hat uns ja, glaube ich, die Agilität in den letzten Jahren auch viel gezeigt, nämlich diese Prozessfehler auch anzusehen, ne? Zu schauen, wo hakt es in unserem Prozess drinnen, ne? Um den besser zu machen und mit Retrospektiven da drauf zu schauen und das auch besser zu machen. Und ich glaube, bei diesen beiden Fehlerarten, da kann man noch viel lernen, auch wirklich zu schauen, wo kommen die eigentlich her, was sind die Ursachen und wie können wir die in der Zukunft auch, ja, zumindest vermindern. Ne? Ganz aufhalten werden wir sie nicht können, aber zumindest besser werden. Und oftmals landen die heute nur so in einem Backlog am Archiv, aber so werden kaum nachbetrachtet, was man da wirklich daraus lernen kann. Ja, ich hatte auch gerade so diesen Gedanken an dieses große Kasparov-Schachspiel gegen Big Blue. Damals, weiß ich nicht, ist schon lange her, ne? Ja. Einige Jahrzehnte. Und in einem Lauf war das ja so, dass der Computer gewonnen hat und alle dachten, jetzt ist es klar, der Computer hat einfach die künstliche Intelligenz ist einfach überlegen. Ne? Ich meine, jetzt heute sind wir noch ganz woanders. Auf jeden Fall hat man dann nachher festgestellt bei der Aufarbeitung des Spiels, dass der Computer in dem Moment gewonnen hat, als er abgestürzt ist und einen Zufallszug gemacht hat. Ne? Und da hatte ich gerade so eine Assoziation und wollte dich fragen, inwiefern man vielleicht auch sagen kann, dass Fehler vielleicht auch helfen, so ein bisschen out of the box zu denken. Ja, doch, also man kommt ja da schon immer wieder dann auf Situationen drauf, die man einfach vorher auch nicht bedacht hat. Ne? Also der klassische Beispiel ist ja quasi, wenn der Anwender dann das erste Mal diese Software liest und man sieht, wo der herumklickt oder was der damit macht und man schlägt als ganzes Projektteam die Hände über den Kopf zusammen und denkt, was macht der da? Ne? Vorher nicht die Fantasie gehabt für diesen Fall. Ne? Und manchmal ist es auch ein bisschen ein Teufelskreis, weil dann beginnt man, wir müssen das alles spezifizieren, wir müssen das alles niederschreiben, das finde ich alles Quatsch, weil ich glaube, man muss einfach auch hier früher schon in die Interaktion gehen und einfach so schauen, okay, was macht denn der Anwender dann eigentlich damit? Ne? Aber genau aus solchen Situationen kann man unheimlich viel rauslernen, was man sich vorher auch mit noch so viel Detailliebe und Zeit und Budget nicht überlegen kann, weil im Endeffekt macht der Anwender dann ja doch, was er will oder verwendet ein anderes Gerät oder eine andere Eingabe oder
oder macht irgendwas damit. Na, eigentlich ist es doch wie Kindererziehung. Ne? Du kannst nicht deinem 10-Jährigen oder egal in welchem Alter, aber so im Kinderstadium jetzt sagen, so pass auf, wir gehen jetzt einmal die nächsten 3 Wochen alles durch, was schief gehen kann, dann erkläre ich dir das und dann machst du das nicht, sondern du musst einfach durchs Leben durch und dann als Eltern, als Vater, als Mutter den Rahmen halten und mit diesen Fehlern umgehen, ne? Und es eigentlich in Gold verwandeln dann, ne? Damit dann daraus individuell ein Weg entsteht. Vielleicht ist es gar nicht so anders. Ne? Genau, ja, und durch die Erfahrung lernt man dann natürlich auch und entwickelt sich weiter. So, ja. Ja, super. Liebe Kathi, vielen Dank für dieses spannende Interview hier. Also ganz spontan hier auf der OP. Ja, das war spontan. Wir haben das nicht vorbereitet. Genau. Ich habe jetzt gerade gedacht, wir hätten vielleicht, wenn wir vorbereitet hätten, hätte ich mal noch so ein paar Testbeispiele, weil das ist immer so, ne, bist du in so einem Interview, weil es gibt im Alltag total viele Beispiele zwischen uns, wo ich denke, ja, Tester halt, ne? Aber das ist mir leider nicht eingefallen. Ja. Also wir werden die Folge benennen, Richie Tester halt. Ne? So. Genau. Okay. Ja, schön, dass du da warst. Gut, danke Heute dir. geht es gleich in die Abendveranstaltung hier und wir sehen uns ja. Wir sehen uns. Ich glaube, wir sehen uns ja, genau. nochmal. Ne? Ich kenne dich auch irgendwoher. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Danke, dass du da warst. Ja.